Hallo, heute zeige ich dir, wie ich dieses Bild gemacht habe. Ich gehe mal ein bisschen dichter ran und dann kannst du sehen, wie das Silber durchblitzt. Und diese Effekte, die habe ich eingearbeitet und ja, wie ich das gemacht habe, das zeige ich dir jetzt. Ich habe jetzt hier meine Rettungsschutzdecke und die habe ich schon ein bisschen zurechtgeschnitten. Die ist ja von der einen Seite Gold und von der anderen Seite Silber. Und ich trage jetzt hier den Kleber auf und verteile den mit dem Spachtel. Der Kleber ist jetzt überall verteilt und jetzt ziehe ich vorsichtig die Silberfolie auf die Leinwand und drücke sie leicht an. Ich ziehe die Fläche richtig schön glatt und ziehe auch wirklich die Falten ganz runter, dass ich nachher nur die Silberfolie habe und ohne Falten. Ich trage jetzt hier die weiße Acrylfarbe auf und nehme dazu einfach den Fensterwischer, weil ich einfach eine homogene Fläche bekommen möchte. Und vor allen Dingen soll es ein bisschen schneller gehen, denn ich bin sehr gespannt, wie das Ganze funktioniert, was ich mir jetzt gerade so im Kopf überlegt habe. Ja, jetzt gebe ich noch einen warmen Ockerton dazu, weil das Weiß sehr kalt ist und ich möchte da so einen wärmeren Ton zu dem Silber haben. Jetzt teste ich schon mal mit dem Tuch an, wie die Farbe weggeht und deute mir schon mal mein Motiv an. Ja, ich taste mich jetzt hier langsam an meinem Motiv ran. Ich kann es ja jetzt nicht vorzeichnen und dann rausnehmen, sondern ich ja, nehme das Motiv aus der nassen Farbe heraus. Also ich kann jetzt nochmal rübergehen und so ein bisschen korrigieren dann, aber ansonsten habe ich da nicht ganz so viele Möglichkeiten, denn wenn die Farbe trocken ist, kann ich sie schlecht wieder von der Folie abnehmen. Also ich habe jetzt hier einen Pinselstiel genommen und ganz konzentriert mein Motiv rausgekratzt sozusagen. Denn mit dem Stiel nehme ich die Farbe wieder weg und das Silber kommt zum Vorschein.
Ja, ich habe die Fläche jetzt einmal trocknen lassen und nehme jetzt mein Schwarz und male dieses schöne Dior-Kleid schwarz an. Ja, dieses Kleid hat eben Dior designt, und zwar war das 1949, zu der Zeit, als es sehr verpönt war, so verschwenderisch mit den Stoffen umzugehen, denn zu der Zeit gab es da eben nicht viel, und da war es schon sehr mutig, solche wallenden bis zu 25 Meter Stoffe für so ein Abendkleid zu verwenden. Ja, ich finde, auf Silber passt das ganz gut, weil es eben so ein wunderschönes Abendkleid ist. Ja, hier ziehe ich jetzt die Farbe auch nochmal mit dem Spachtel nach, weil man sonst so die Pinselstriche sieht, und mit dem Spachtel gibt das einen ganz schönen Effekt. Das Schwarz auf dem Kleid trocknet jetzt gerade, und ich gebe noch mal ein bisschen Schwarz auf die weiße Fläche, am Rand so ein bisschen mehr, und zur Mitte hin bleibe ich so wie gehabt und greife damit eben einfach auch noch mal den Farbton auf, und dann sieht das Kleid oder beziehungsweise die Figur nicht so alleine auf der Fläche aus. Ich nehme auch ein Tuch und wische das Schwarz auch hier und da mal wieder weg und verwische es leicht. Dann kriege ich noch so leichte Schattierungen in die Figur. Ja, dann ist es nicht nur so umrandet und schwarz gemalt, sondern dann taucht es immer mal so ein bisschen auf und ist integrierter in die Fläche. Und dann setze ich auch noch zu dem Silber, was ja so eine Höhe darstellt, auch nochmal weiße Lichter. Also nicht nur das Silber wirkt als Licht in dem Bild und als Lichtreflexe, sondern ich gebe jetzt auch nochmal so ein Weiß auf die Figur und bringe die Figur damit noch etwas plastischer zur Geltung. Ja, das war's schon.
Hier habe ich jetzt gerade gemalt und ich zeige dir das Bild nochmal von nahem. Im Prinzip ist es recht simpel und du kannst es relativ einfach umsetzen. Und du siehst nochmal, wie schön das Silber da immer so durchblitzt. Wenn du an dem Bild vorbeigehst, ist das natürlich ein toller Effekt. Ja, das mag ich so an diesem Malen auf Silber. Ich hoffe, du hast wieder was für dich mitnehmen können und freue mich natürlich sehr über einen Like und auch über deinen Kommentar. Ganz lieben Dank.